Beamer-Upgrade für unser Wohnzimmer Heimkino. Hisense C2 Pro ersetzt Optoma GT1070XE. Seit 2017 begleitet uns der Optoma GT1070XE Kurzdistanz-Beamer. Seine Leistung überzeugt. In abgedunkelten Räumen liefert er selbst im stromsparenden Eco-Modus ein helles Full-HD-Bild. 2021 erhielt der Beamer sowohl eine neue Lampe als auch ein neues Farbrad. Da beide Komponenten nun wieder ausgetauscht werden müssten, haben wir uns entschieden, statt einer erneuten Reparatur wird es Zeit für einen modernen 4K-Beamer. Bei der Planung und dem Bau unseres Wohnzimmer-Heimkinos habe ich bereits die Voraussetzungen für einen einfachen Beamerwechsel geschaffen. Dadurch können wir verschiedene Geräteklassen wie Ultrakurzdistanz, Kurzdistanz oder Standardbeamer problemlos installieren. So ist die Installation unseres neuen Hisense C2 Pro schnell zu bewerkstelligen. Unser Deckenkanal ist aus handelsüblichen 16 mm Möbelbauplatten vom Baumarkt gefertigt. Dadurch lässt sich der Hisense C2 Pro mit seinem zentralen Befestigungspunkt schnell und einfach montieren. Eine 1/4 Zoll Stativschraube genügt, um das Gerät sicher zu befestigen. Hier teste ich gerade, wie tief das Gewinde beim C2 Pro nutzbar ist. Wie man sieht, gibt es genügend Tiefe, sodass die Schraube auch etwas länger sein darf. Um digitale Trapezkorrektur oder Verzerrung so weit wie möglich zu minimieren, die unausweichlich zu einer Reduktion der darstellbaren Pixel führen, ist eine präzise Ausrichtung zur Projektionsfläche erforderlich. Dabei ist zu beachten, dass nicht das Gehäuse des Projektors zur Mitte der Projektionsfläche ausgerichtet werden sollte, sondern die Projektionsachse des Objektivs. Jetzt kann der Filmspaß losgehen. Unser Fernseher wird mittels TV-Lift versenkt und die geschliffene Gipsputzwand mit grauer Leinwandfarbe steht zur Projektion bereit. Die graue Leinwandfarbe erhöht den Schwarzwert und verbessert somit den Kontrast. Da die gesamte Wand mit Leinwandfarbe gestrichen ist, bietet sie eine hohe Flexibilität bei der Art des zu projizierenden Bildes. Ein Vorteil des Hisense C2 Pro ist das optische Zoom-Objektiv. Das Standardseitenverhältnis des Beamers ist 16:9 und ich habe den Zoom so eingestellt, dass dieses Format optimal auf der Projektionsfläche dargestellt wird. Material im CinemaScope oder 21:9 Format wird mit schwarzen Balken oben und unten angezeigt. Wenn man möchte, kann man nun den eingebauten motorischen Zoom verwenden, um das 21:9 Bild zu vergrößern. Das Bild behält dabei sogar den Fokus. Man kann aber auch jederzeit einen automatischen Fokusabgleich über die Fernbedienung abrufen. Der Hisense C2 Pro hat mich mit seiner Lichtquelle überzeugt, einem Trichroma-Laser, der 2600 Ansilumen liefert. Die Farben sind deshalb intensiv und lebendig mit einer Farbraumabdeckung von 110% des BT 2020 Standards. Die 4K-Auflösung wird zwar durch Pixel Shift erzeugt, native 4K-Beamer sind in diesem Preisbereich aber immer noch nicht geläufig. Besonders bemerkenswert finde ich die HDR-Unterstützung. Der C2 Pro ist einer von wenigen Projektoren, die alle gängigen Formate wie HDR10, HDR10 Plus, HLG und Dolby Vision unterstützen. Die Geräuschentwicklung dieses Beamers ist eine echte Wohltat und eine enorme Verbesserung gegenüber dem alten Optoma. Da wir den C2 Pro als Festinstallationsbeamer nutzen und Bild und Sound vom Fire TV und PS5 über einen AV-Receiver abspielen, gehe ich auf die Smart- und Audio-Features nicht weiter ein. Diese Details findet man in vielen anderen Videos im Netz. Wir sind bisher sehr zufrieden mit dem Gerät. Obwohl ich anfangs Bedenken hatte, einen primär mobilen Smart-Projektor fest zu installieren, denke ich, war es bei aktuellem Marktumfeld in 2024 die richtige Entscheidung. Dieses Video ist übrigens nicht gesponsert. Ich hoffe, es hatte Mehrwert für euch. Schreibt doch gerne in die Kommentare, ob ihr euch auch einen C2 Pro als Festinstallation vorstellen könnt oder sogar bereits habt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.